Charlie? Hallo. Frank hat angekündigt, dass er mich noch mal fragen wird, ob ich ihn heirate. Und ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Du wolltest die Scheidung. Freu dich doch, jetzt kriegst du sie. Du warst vor mir einsam und jetzt bist du es auch wieder. Es gibt nichts, wirklich rein gar nichts, womit du mich noch verletzen könntest. Hör mal, du kannst Nein sagen. Ich frage dich und du antwortest. Es sei denn, du möchtest, dass ich gar nicht mehr frage. Nein, auf keinen Fall. Gott, du bist ja gar nicht tot zu kriegen. Du sagst es. Soll ich dir was sagen? So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr dabei. Kein Wunder, Baby. Das ist ja eine ziemliche Durststrecke. Hast du nicht vorhin gesagt, du musst heute früh nach Hause, weil du keinen Babysitter hast? Eine Sache kannst du dir mal gleich merken. Ich finde für jedes Problem eine Lösung. Deswegen bin ich auch die rechte Hand von Tanja. Und manchmal sogar die linke. Du arbeitest jetzt Vollzeit hier? Da freust du dich, hm? Stimmt. Weil dann kannst du jetzt ja die Bestellung wieder rausschicken. Du hast doch gesagt, dass du das machst. Und dabei bleibt es auch. Du siehst doch, ich ertrinke hier in Arbeit. Auch eine Art der Problemlösung. Charlie, Helmke? du greifst du mal gerade in meine Hosentasche, die da liegt. Da ist was drin. Eine kleine Schachtel. Eine Schachtel? Oh. Hier, bitte. Mach auf, ist für dich. Schokolade. Meine Lieblingssorte. Die andere ist für dich. Sag mal, Helmke, hast du nicht was vergessen? Ah, Mensch, den Zucker für dich. Ach, Entschuldigung. Nein, 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 ich meinte, ja. Mist. Ich hab wirklich was vergessen. Oh, Mann. Ja, jetzt überstürz es nicht, es hat ja Zeit. Was war das? Ich habe nichts gehört. Hier war doch eben ein Geräusch. Keine Ahnung, was du meinst. Aber ich bin ja nicht so. Ich übernehme das für dich. Hm? Du, ich bin jetzt auch da. Das kann ich auch ganz alleine machen. Jessica? Ich vermute mal, du kannst mich hören. Ich habe hier was gefunden, was dir gehören dürfte. Also schwing deinen Hintern hier in Fundus und zwar pronto. Hast du dafür auch eine Lösung? Was soll das? Wieso legst du dein Baby hier in der Kleiderkammer ab? Ich habe so schnell niemanden gefunden, der auf Maxi aufpasst. Ich wollte eigentlich halbtags arbeiten, aber Tanja lässt mich nicht. Was ist, wenn ihn niemand geklaut hätte? Hättest du das überhaupt mitbekommen? Ja klar, dafür habe ich doch das Babyfon. Hast du bemerkt, dass ich da war? Wer klaut denn schon ein Baby? Naja, Maximilian hat gut betuchte Onkel und Tanten. Siehst du, Maxi hat eine eingebaute Diebstahlsicherung. Das haut selbst den stärksten Entführer um.
Jessica, ich kann mir vorstellen, dass Job und Kindererziehung, das alles unter einen Hut zu bekommen, nicht einfach ist. Willst du das wissen? Ich meine, du wohnst auf dem Schloss und hast einen Job und musst dir um Kohle keine Sorgen machen. Aber ich? Hagen hat Maxis Vaterschaftserklärung verschlammt und jetzt stehen wir ohne Unterhalt da. Das heißt, der Job ist alles, was ich noch habe. Aber wie soll ich den machen, wenn ich mir keine Nanny leisten kann? Aber Tanja sagt entweder Vollzeit oder gar nicht. Rebecca, bitte. Sag Tanja nichts. Ich kann Maxi doch unter den Schreibtisch stellen. Wenigstens heute. Ein Baby bei der Arbeit, das geht nicht. Das muss dir klar sein. Nicht nur wegen der Stinkbombe, die der Kleine gerade gezündet hat. Okay, ich werde Tanja nicht sagen, aber du musst wirklich sofort jetzt eine Lösung finden, ja? Bei Kindern sollte man doch meinen, dass er etwas gelöster damit umgehen kann. Ach, mein Vater hat sich dreimal vergeblich einen Jungen gewünscht und jetzt hat es endlich funktioniert. Deswegen ist er so aus dem Häuschen. Danke, Justus. Ich kann ihn gut verstehen. Das Schlimmste für einen Vater ist es doch, sich mit den Schwiegersöhnen abzufinden. Aber das Problem hat sich bei euch ja geklärt. Wie immer bei dir etwas um die Ecke gedacht. Justus, was kredenzen Sie uns denn heute? Ich habe vielleicht einen Appetit. Weißwein. Es gibt eine leichte Konsumé vom Rind. Dazu Kalbsfilet auf Spargel. Für mich bitte keine Suppe. Wieso denn, Sebastian? Ist dir etwas auf den Magen geschlagen? Tanja, ich will, dass du ausziehst. So schnell wie möglich. Emma bleibt selbstverständlich hier. Ich dachte, du bist gestern in den Westflügel gezogen und ihr habt euch entschieden, dass sie bleiben können. Gestern dachte ich auch noch, dass sie den Sex mit ihrem Ex bereut. Seit heute bin ich da besser im Bilde. Entschuldigung. Sebastian, ich finde, das ist eine Sache zwischen dir und mir. Warum lässt du Ansgar jetzt auf einmal außen vor? Wollt ihr beiden euch nicht vielleicht ein bisschen klarer ausdrücken? Genau das wollte ich auch gerade vorschlagen. Möchtest du das oder ich? Schulze? Ach, du hast vergessen, Schulze anzurufen. Na, hör mal. Schulze ist mein Partner und damit der wichtigste Mann in meinem Leben. Ich habe vollkommen vergessen, dass ich nachher ins Krankenhaus muss. Das muss ich ihm ja sagen. Weißt du, wegen dem vierteljährlichen Check-up. Na, wegen meiner Schussverletzung damals. Ja, hast du denn Beschwerden? Ach was, das ist reine Routine. Ich muss einfach 4-mal im Jahr ein Belastungs-EKG machen. Aber das muss er ja wissen, weil dann macht er ja die Schicht heute Nachmittag alleine. Ja. Und ich hatte schon gedacht. Was? Nichts. Und dieses Nichts hatte nicht zufällig was mit einem Heiratsantrag zu tun? Du nimmst dir frei. Du verführst mich am helllichten Tag in meinem Wohnzimmer. Dann muss ich ein kleines rotes Schächtelchen aus deiner Hosentasche fischen. Und dann verschwindest du überstürzt, weil du was vergessen hast. Ich meine, was hättest du an meiner Stelle gedacht? Ich bin schon gemein, oder? Pass auf. Also das mit der Verführungsnummer, das war einfach, weil ich nicht die Hände von dir lassen kann. Und das mit der Schokolade? Das war eine falsche Fährte. Ich geb's zu. Ach, du wolltest dich rächen, weil ich dir ständig einen Korb gebe. Vielleicht ein bisschen. Aber ich wollte auch wissen, ob es dir noch wichtig ist. Weil ich nämlich was beschlossen habe. Mhm. Und was soll das sein? Dass ich die in Zukunft mit meinen Heiratsanträgen verschone. Oh. Ich denke, du solltest für Klarheit sorgen. Du hast tatsächlich darauf gesetzt, dass mir die ganze Angelegenheit zu peinlich ist, um sie irgendjemandem zu erzählen. Ich habe dir einfach ein bisschen mehr Diskretion zugetraut.
Das Wort aus deinem Mund. Sehr originell, vor allem in diesem Zusammenhang. Hast du dich schon mal gefragt, woher ich so genau weiß, dass ihr gerade gevögelt habt? Sie wird's dir Brühwürmer unter die Nase gerieben haben, was weiß ich. Also Sebastian weiß es, weil ich habe eine Überwachungskamera in deiner Suite installiert. Was? Trash-TV. Naja, wer's mag. Jetzt guck nicht so, du kennst mich. Habe ich eigentlich auch gedacht. Ich werde dann mal nach dem Hauptgang sehen. Du solltest dir gut überlegen, wie nah du sie an dich heranlässt. Appetit noch. Du willst Krieg? Dann mach nicht wieder den Fehler, mich zu unterschätzen. Ist der auch wirklich mit fettarmer Milch? Nein, Jessica mit flüssiger Butter. Flüssige Butter? Dann nehme ich auch eine. Hallo Jessica. Hallo. Bist du gar nicht bei der Arbeit? Wer hat erzählt, du hast wieder bei LCL angefangen? Witzig. Und wer kümmert sich in der Zeit um Maxi? Hat Uli keine Zeit? Nein, der ist irgendwie zum Großmarkt oder so. Und ich kann sehen, was ich den ganzen Tag mit Maxi mache. Ich dachte, du arbeitest nur halbtags. Das hat nicht geklappt. Entweder ganz oder gar nicht, hat Tanja gesagt. Dabei ist sie auch Mutter. Da hätte man ja wohl mal ein bisschen Verständnis erwarten können, oder? Das sind wahrscheinlich einfach die Schlimmsten, die sich sagen, ich habe das auch hinbekommen, also musst du damit auch fertig werden. Im Gegenteil, ich bin fix und fertig. Aber warum suchst du dir keine Betreuung für deinen Sohn? Was denkst du, mache ich die ganze Zeit? So eine Babybetreuung kostet mindestens 100 € am Tag. Ich habe echt den falschen Job. Na, die ist günstiger. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja, hallo, hier ist Jessica Stiel. Ich brauche eine Betreuung für meinen Sohn heute Nachmittag. Wie in 6 Monaten. Warteliste. Nein, danke. Der ist es. Ja, hallo, hier ist Jessica Stiel. Ich bräuchte ganz, ganz dringend eine Betreuung für meinen Sohn. Wirklich? Ja, heute Nachmittag. Der hat nur noch gelacht. Super, kann ich knicken. Wenn ich vor 10 Jahren gewusst hätte, dass ich heute Mutter bin, dann hätte ich vielleicht einen Krippenplatz bekommen, aber so. Ich sagte, da draußen herrscht Krieg. Der wird auf dem Rücken von alleinerziehenden Müttern ausgetragen. Hey, da kommt ja Dana. Vielleicht hat die ja eine Idee. Und ich weiß auch schon was. Natürlich habe ich dir gesagt, dass ich dich so lange frage, bis du irgendwann Ja sagst. Aber langsam fürchte ich, dass dieser Zeitpunkt irgendwie nie eintritt. Ja, vielleicht wäre er gekommen, aber Frank, es ist doch gut so, wie es ist. Charlie, ich war schon mal verheiratet. Und ich bin wirklich nicht der Typ, der sich in irgendwelchen romantischen Quatsch verstrickt. Heiraten, das ist für mich einfach ein Zeichen, dass man zusammengehört. Ja, und für mich heißt heiraten, dass irgendein Standesbeamter meine Liebe durchwinkt, die ihn gar nichts angeht. Und ich dachte, du bist die Romantikerin von uns beiden. Ja, eben. Was hat denn irgendein miefiges Standesamt mit Romantik zu tun? Ja, danke, dass du mich auch noch meiner letzten Illusion beraubt hast. Frank, ich brauche doch keine Urkunde, um zu wissen, dass wir zueinander gehören. Ich liebe dich, das weiß ich. Weil du mich siehst, wie ich bin und nicht davonläufst, sondern bleibst. Du duldest meinen Hang zum Luxus, du gehst mit mir auf Ausstellungen, die dich eigentlich langweilen. Weil du mich nicht langweilst. Siehst du, du tust doch schon so viel, um mich glücklich zu machen.
Meine Ecken passen einfach an deine Kanten. So einfach ist das. Ach, und diese Liebeserklärung ist mir mehr wert als jeder Heiratsantrag der Welt. Naja, nachdem wir das nun endlich geklärt haben, können wir eigentlich anfangen, den Rest zu genießen, oder? So, und jetzt zu dir. Ach komm schon, Ansgar, lass uns nicht so einen Wirbel drum machen. Seit wann, Tanja? Und keine Märchen. Seit ein paar Wochen. Seit ich dich verdächtigt habe, dass du die Bankenkrise nur inszeniert hast. Was? Und dann bespitzelt ihr mich in meinem Schlafzimmer? Der beste Ort für Indiskretionen. Und gesehen habe ich nichts, was ich nicht schon kannte. Doch, du schnarchst seit Neuestem. Furchtbar. Tanja, Tanja, was soll ich nur mit dir machen? Ach, Ansgar, tu nicht so überrascht. Überwachungskameras, Wanzen. Du kennst mich doch schon ein paar Tage. Wenn ich dich jetzt fallen lasse, schmeiß ich dein Seppel raus schneller, als du das Wort Sorgerecht sagen kannst. So weit würdest du es aber nie kommen lassen. So, warum denn nicht? Weil du dafür viel zu viel Spaß mit mir hast. Und weil ich weit und breit die Einzige bin, die mit dir auf Augenhöhe ist. Ich sag dir jetzt was, Tanja. So eine Nummer bringst du genau ein einziges Mal. Was ich das nächste Mal mit dir mache, willst du nicht wissen. Ein nächstes Mal wird es aber nicht geben. Wir beide spielen doch ab jetzt in einem Team. Da überwacht ihr mich wochenlang und ihr findet nichts raus. Seid dämlicher, als ich dachte. Kinderbetreuung in Deutschland. Jessica, das ist das Thema. Ich finde meine berufstätige Mutter, die damit keine Probleme hat. Manche Mütter, die melden sogar schon vor der Geburt ihre Kinder in ihrer Wunschkita an. Das hättest du mir aber auch mal früher sagen können. Ich meine, ich habe die letzten Monate von nichts anderem gesprochen. Aber du hast ja felsenfest behauptet, du würdest nur halbtags arbeiten wollen. Was ist ein kleines Fläschchen? Wie hätte ich denn noch ahnen können, dass das nicht klappt? Bei anderen Müttern geht das doch auch. Ja, weil die sich darum kümmern, weil die das alles mit ihrem Chef absprechen. Alle sagen immer, was ich besser anders gemacht hätte. Das bringt mir jetzt auch nichts. Ich würde den Kleinen ja liebend gerne öfters mit ins Gestüt nehmen, aber es geht einfach nicht. Was ist denn, wenn du deine Stundenzahl runterschraubst? Eine Vormittagsbetreuung kriege ich doch. Nein, ich muss den Kredit bei Ansgar zurückbezahlen. Das dauert auch mit einem Vollzeitjob schon bis an meine Rente. Onkel Justus habe ich auch schon gefragt. Und? Er hat mich gefragt, ob er ab jetzt den Tee mit Maxi im Tragetuch servieren soll. Ja, da hast du gut lachen. Wenn ich bis morgen niemanden finde, der sich um Maxi kümmert, dann verliere ich meinen Job und stehe auf der Straße. Verstehst du nicht, dass es hier richtig um was geht? Wir brauchen die Kohle. Du bist doch auch bis unter die Hutschnur verschuldet, verdammte Scheiße. Danke, Schwester. So, damit hätten wir auch die letzten Ergebnisse der Untersuchung. Wie lange liegt die Schussverletzung jetzt zurück? 3,5 Jahre. Keinerlei Anzeichen von Entzündung. Das Gewebe ist vernarbt. Na, ich würde sagen, die Kugel sitzt bombenfest. Okay, das bedeutet, es gibt nach wie vor keinen Grund zu operieren. Haben Sie Schmerzen? Auch nicht unter Belastung? Spannungsgefühle, Herzstolpern? Überhaupt nicht. Ja. Dann sehe ich absolut keine Indikation für einen operativen Eingriff. Gott sei Dank. Treiben Sie weiterhin Sport? Nordic Walking. Regelmäßig. Schön, dass Sie sich trotzdem Ihre Fröhlichkeit bewahrt haben. Ja, naja. Nach 3 Jahren hat man sich damit mehr oder weniger angefreundet. Früher war ich Orientierungsläufer, Bergsteiger, bin Snowboard gefahren, gejoggt. Aber wenn man weiß, dass hier eine Kugel im Körper ist, die einen das Leben kosten kann, verlegt man sich ganz schnell von der Abfahrt auf den Langlauf.
Nur eben ohne Skier. Na, dann habe ich gute Nachrichten für Sie. Drücken Sie ab jetzt mal wieder richtig auf die Tube. Wie Sie meinen, so richtig ohne Limit? Ja, Ausdauertraining mit einer Pulsfrequenz von 140 dürfte kein Problem sein. Ja, muten Sie im Kreislauf mal wieder richtig was zu. Oder macht Ihnen der Gedanke Angst? Nein, ganz im Gegenteil. Denn es ist nur so, ich fühle mich gerade so, als wenn mein Vater früher gesagt hätte, Frank, hier hast du die Schlüssel für mein Cabrio. Gib mal wieder so richtig Gas. Naja. Ja, Herr Dr. Voss, Ihr Termin. ich komme sofort. Sie müssen es ja nicht gleich übertreiben, aber wenn Sie mich fragen, heben Sie sich das Nordic Walking für die Rente auf. Ja, da habe ich ja was, worauf ich mich richtig freuen kann. Ja. Wann soll ich wiederkommen? Na, ich würde sagen, so in 6 Monaten. Wenn etwas sein sollte, natürlich früher. Ich war eigentlich immer der Meinung, tiefer könnten Sie nicht sinken, aber da habe ich mich wohl geirrt. Danke, Justus. Wer selber kein Sexleben hat, findet das von den anderen natürlich immer extrem skandalös. Das ist doch eigentlich nur widerlich, sich durch alle Betten zu schlafen, um die eigene Macht zu erhalten. Ja, nicht durch alle. Also mit einem verblichenen Ehemann hätte ich ganz bestimmt niemals was angefangen. Ich hoffe mal, dass Sie Ihre moralische Verkommenheit nicht auch auf Ihre Tochter übertragen. Lass Emma aus dem Spiel. Weißt du, Elisabeth, insgeheim bist du eigentlich mein Vorbild. Du hast mehr Männer unter die Erde gebracht als ich. Respekt. Ach, Tanja, Sie schlagen ja nur so wild um sich, weil Sie wissen, dass Ihre Tage gezählt sind. Oder glauben Sie ernsthaft, dass ausgerechnet Ansgar Ihnen helfen will? Sie sind doch nicht naiv. Was heißt denn hier naiv? Wer auf dem Schloss bleibt, entscheiden nicht Sie oder Sebastian, sondern ganz allein ich. Schläft endlich. Okay, dann lasst uns mal gucken, wer von uns noch Nachmittagszeit hat für Max. Gut, also Andi hat sich ja netterweise dazu bereit erklärt, immer den Dienstagvormittag zu übernehmen. Meinst du könntest vielleicht noch irgendeinen Nachmittag übernehmen? Wenigstens einen. Gut, ich kann vielleicht freitags gucken, ob ich dann früher nach Hause kann. Kann ich jetzt aber nicht garantieren. Wenn Termindruck herrscht, dann geht gar nichts. Olli? Also ich kann allerhöchstens Montagnachmittags, da ist bei uns nicht so viel los. Aber wenn eins von den Mädels Urlaub hat oder krank ist, dann... Ja. Gut, Dane. Du weißt, bei mir ist im Moment echt schwierig. Aber wenn ich also an Überstunden ansammle, dann kriege ich vielleicht den Mittwochnachmittag hin. Gerade müssen wir ja gar nicht erst schauen. Mit dem Schichtdienst, der kann doch nie zusagen. Ja, aber das geht ja von und hinten nicht. Ich brauche doch mindestens eine Person, die zuverlässig Zeit hat. Und ich kann Maxi auch nicht zumuten, ständig hin und her gereicht zu werden. Wenn Tanja nicht doch noch einknickt, kann ich meinen Job vergessen. Also du solltest auf jeden Fall schon mal anfangen, weniger Schuhe zu bestellen. Hallo. Ja, entschuldigt, aber ich war gerade in der Nähe und dachte ich schau mal, wie es meinem quasi Enkel so geht. Ja, den muss ich eben kurz holen. Ja. Ich kann's immer noch nicht fassen, dass wir 2 walken gehen. Ich wollte auch mal was dir zuliebe tun. Oh. Außerdem habe ich natürlich die Hoffnung, dass dieses wunderbare Joggingteil hier in den Tiefen meines Kleiderschranks verschwinden kann. Jetzt guck nicht so glücklich. Ach, wir finden schon noch ein gemeinsames Hobby. Aber bitte kein Sport. Und der Doktor hat wirklich gesagt, dass du jetzt wieder loslegen kannst. Absolut. Die Kugel hat sich keinen Millimeter bewegt. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Na, dann zeig doch mal, was deine Herzklappe so drauf hat, Helmke. Und laut Dr. Voss können wir noch viel spannendere Sachen machen. Paragliding, Freeclimbing, sowas, weißt du? Oh, das war schon immer mein Traum. Ja, meiner auch. Und er hat gesagt, ich soll mal wieder so richtig Gas geben. Über wie viel PS reden wir denn, Helmke? Bin gleich wieder da. Ich mache nur eine kurze, schnelle Runde. So ein Verrückter. Ich hatte ja schon richtig Sehnsucht nach meinem kleinen Schatz. Ich musste einfach vorbeikommen. Schöne Idee. Na, und bei euch, wie läuft's?
Ach, Justus hat mir übrigens erzählt, dass du schon wieder arbeiten gehst. Wie kriegst denn du das alles unter einen Hut? Ach, das ist alles eine Organisationssache. Genau. Und das hier ist auch nur unser Montagsmaler. Montagsmaler, kenn ihn aus meiner Jugend. Sind denn schon so lang? Hallo? Ich meine, schon seit 20 Jahren oder so. Ich würde Ihnen ganz gern was anbieten, aber es ist leider schon alles leer gefressen. Ja, ich wollte ja eigentlich auch gar nicht lange stören. Ich muss ja wieder los. Das kennen wir doch schon. Ja. Ne? Gehen wir ein bisschen spazieren an die frische Luft, ist die Laune wieder gut. Ja, also. Ja. Ach, Elisabeth, kannst du ganz kurz noch mal bitte halten? Ich muss meine Jacke holen. Ja, natürlich. Komm mal her. Sag mal, Elisabeth, möchtest du nicht vielleicht einfach eine Runde mit ihm rausgehen? Oh, mein Süßer. Wollen wir beide einen Spaziergang machen? Also das ist ja wohl eindeutig ein Ja, oder? Eindeutig. Ja. Kinderbade und Ecke? Sind unten. Bei den Briefkästen. Bis gleich. Ah ja, dann bis gleich, bis später. Bis gleich. Die Oma. I'm at the point of almost breaking now. I've knocked on every door in this cold town. Yeah. The higher you go, the harder you fall. If I want to be safe, then I just stay small. Wanna grow to the sky where it's beautiful, but I can't see that from the forest floor. How can I hold it together? So, da bin ich wieder. Hey, du bist ja ganz außer Atem. Im Gegensatz zu dir. So sieht das also aus, wenn du Sport machst, ja? Ich wollte dir nur die Gelegenheit geben, mich schneller einzuholen. Ach so. Und wie fühlst du dich? Großartig. Als wenn ich 3,5 Jahre mit angezogener Handbremse gelebt hätte. Puls 140. Ich könnte Bäume ausreißen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass dir der Sport so sehr gefehlt hat. Ich auch nicht, bis ich gerade losgelaufen bin. Charlotte Schneider, weißt du, was heute für ein Tag ist? Na? Unser Glückstag. Ich liebe dich. Ja, aber trotzdem, mach ein bisschen langsam. Hm? Ja. Okay, ich sage nie wieder, dass du dich schonen sollst. Versprochen. Ich hab's kapiert, Helmke. Ach komm, Frank. Und das ist jetzt nicht mehr lustig. Frank? Frank! Was soll das denn werden? Der Aufstand der Entehrten? Was ist, hast du Lust auf ein Spiel? Auch mal wieder was einlochen? Ich hätte nicht übel Lust, dir die Fresse zu polieren. Aber das holen wir bestimmt noch nach, oder? Jederzeit gern, Rocky. Ich will jetzt nur eins wissen. Lässt du Tanja weiter hier wohnen? Weißt du, ich habe mich entschlossen, noch mal ein Auge zuzudrücken. Speziell bis zu eurer Scheidung. Ich will ja schließlich, dass Tanja mit LCL in die Schlagzeilen kommt und nicht mit irgendwelchen lächerlichen Spielchen. Mit anderen Worten, sie hat dich mal wieder um den Finger gewickelt. Falsch. Auch wenn es dir schwerfällt, dir das vorzustellen. Ich habe Tanja im Griff. In jeder Lage. Das will ich schwer hoffen. Du trägst jetzt die Verantwortung für sie. Mein Gott, das klingt ja fast wie ein Gespräch von Eltern über ihre unmündige Tochter. Gutes Stichwort. Sollte Tanja unter diesem Dach auch nur irgendetwas tun, was meiner Tochter ansatzweise schadet, wirst du dafür bezahlen.
Kannst du weiterspielen. Frank, was ist denn mit dir? Sag doch was! Frank! Handy mit. Hallo! Hört mich denn niemand? Wir brauchen ein Telefon! Unbedingt einen Arzt! Bitte rufen Sie einen Rettungswagen! Mein Freund! Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Ich habe den Eindruck, er atmet gar nicht mehr. Vielleicht ein Herzinfarkt. Ja, hallo. Ja, mein Name ist Johanna Müller. Hier ist jemand zusammengebrochen. Wir benötigen dringend einen Krankenwagen. I can't stop shaking. The room has a groove and the floor is almost earthquaking. Look what we're making. History out on the floor and it's just awakening. So get that needle in the core, scratch that back and give me more. You know exactly what I came here for. Back it up and do it again. From the middle to the top to the end. Back to the middle, to the front, to the end. Everybody, I don't care if he's the friend from the front to the middle, to the back, to the end. Back it up and do it Und, was meint ihr? Ja, der erste Teil von Operation Oma wäre geschafft. So sauber war es hier noch nie. Also wenn sie sich jetzt nicht wohlfühlt, dann weiß ich auch nicht. Wir kriegen das schon hin. Wir müssen. Frank Henke, 45 Jahre, flacher Puls, akute Hypotonie. Ich kenne den Patienten, ich habe ihn heute Mittag erst untersucht. Ja, wir waren im Park, er ist gejoggt und eigentlich war alles gut. Plötzlich ist er umgekippt. Hat er vorher Husten? Schmerzen im Brustbereich? Weiß ich nicht, vielleicht hat er heute Morgen gehustet. Ich weiß es nicht. Aber er war doch bei Ihnen und Sie haben ausdrücklich die Erlaubnis gegeben, wieder Sport zu treiben. Sofort in die 3. Es ist nicht das Herz. Was ist es dann? Frau Schneider, Sie sind doch keine Angehörige. Ich bin seine Lebensgefährtin. Ich muss wissen, was mit ihm ist. Wir tun, was wir können. Ist Dr. Mendes im Haus? Er kennt mich. Der Kollege ist im OP. Aber aus rechtlichen Gründen dürfte er Ihnen auch keine Auskünfte Ach, erteilen. wissen Sie, was mich gerade Ihr Recht interessiert? Da drin liegt mein Freund und ich will wissen, wie es ihm geht. Frau Schneider, sein Zustand ist kritisch. Weitere Auskünfte über den Gesundheitszustand des Patienten dürfen wir nur direkten Familienangehörigen erteilen. Es tut mir leid. Aber Also eigentlich könnte ich doch ein Stück... Ey, das ist der Köder für Elisabeth. Ja, aber wer weiß, wann die wieder da sind. Ich würde auch genug übrig lassen. Finger weg. Du krümelst nur wieder alles voll. Dass wir uns hier wie im Museum aufführen, war aber nicht abgemacht. Du kannst dich doch mal 2 Stündchen zusammenreißen. Für Eben. Maxi. Okay, Leute, ich verlasse mich auf euch, ja? Aber nur für Max. Oh, schön, ihr seid ja schon wieder da. Keine frische Windel. Und ich glaube, er bräuchte dringend eine. Aber hallo, ich übernehme das mal. Hast du... Oh Gott. Das Tuch. So. Ja, danke, Jessica. Ja, das ist der Vorteil am Oma-Sein. Nur das Vergnügen, keine Pflichten. Können wir Sie vielleicht noch auf ein Stück Kuchen oder Tasse Kaffee einladen? Vorhin sah das hier aber alles noch ganz anders aus. Ja, wir haben hier einmal die Woche unseren WG-Putztag. Ach ja. Eigentlich zweimal. 3-mal. Nein, nur 2-mal. Jedenfalls lässt es sich bei uns ganz gut aushalten, wenn es sein muss, auch ein paar Stunden, solange Jessica nicht da ist. Ja, sollen wir uns nicht hinsetzen? Der Kuchen wartet ja schon. Kaffee mit Milch und Zucker. Nein, schwarz, danke. Aber warum habe ich die kleine Tasse? Das war ein Versehen. Ups. Jetzt sind wir wieder frisch. Und ich glaube, wir wieder zu dir. Ach ja.
Ja, mein Spatz. Schau doch mal, wie gut die beiden sich verstehen. Oh, der sieht gut. Steht dir gut. Ja. Tja, sagt ihr mir, was ihr von mir wollt? Oder muss ich raten? Oh, verzeihen Sie bitte. Frank Helmke, wie geht es ihm? Es tut mir leid. Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Charlie. Oh, Bella. Ich bin ja da, es wird gut. Out from beneath your feet. One of these days, your heart will stop and play its final beat. One of these days, the clocks will stop and time won't mean a thing. One of these days, their bombs will drop inside. Tanja, Hey, wie schön. Ich wollte gerade zu dir rüberkommen. wirklich? Ja, ich habe gedacht, ich lade dich zum Abendessen ein. Gibt's irgendeinen besonderen Anlass? Nein, warum auch? Ich habe mich einfach gefreut, dass du der alten Fledermaus gezeigt hast, wer hier das Sagen hat, ganz wie in guten alten Zeiten. Hm. Und was wolltest du wirklich? Ich habe die voraussichtlichen Kosten für die anstehende Fashion Show überschlagen. Wir müssen das Budget dringend nach oben korrigieren. Klar, da lässt sich sicherlich was machen. Unter einer Voraussetzung. Ich habe da neulich so ein Dienstmädchenkostüm gesehen. Sehr ansprechend. Aha. Und das willst du jetzt bei unserem nächsten Mal anziehen? Wenn dich das irgendwie antörnt, okay? Tanja, du hast mich genau richtig verstanden. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Natürlich nicht. Aber was würdest du tun, wenn ich es ernst meine? Damit eins klar ist, wir lassen hier weder gute alte Zeiten aufleben, noch sind wir ein Team. Du bist hier geduldet, hier und auf dem Schloss. Wenn du versuchst, mich auszutricksen, bist du ganz schnell raus. Also ich glaube, sie macht's. Sie ist doch völlig verrückt nach dem Kleinen. Was macht sie dann so lange da drin? Ist sie ins Klo gefallen? Also, sie hat halt genug Kohle und kann den ganzen Tag Tee trinken, Rosen züchten, was auch immer die da sonst noch machen. Jedenfalls, was will sie mit einem schreienden Kind? Was meinst du? Ich weiß auch nicht. Das ja gehört, Vergnügen ja, Verantwortung nein. Babysitting ohne Verantwortung, das ist schwierig. Was soll ich denn machen? Ihr müsst die ganze Zeit arbeiten, Thomas und Victoria auch. Und ich habe eben keine Familie, die mir unter die Arme greift. Ja, Jessica, ich habe natürlich noch mal über alles nachgedacht. Und was sagst du? Also, den ganzen Tag auf ein kleines Baby aufzupassen, das ist natürlich sehr anstrengend. Und wie du weißt, mache ich gerade keine leichte Zeit durch. Ich muss mich neu zurechtfinden in meinem Leben, seit Ludwig
Ja, ich muss mich neu sortieren. Ich hoffe, das verstehst du. Aber meinst du nicht vielleicht, dass Maxi dir dabei helfen kann? Ich meine, es ist doch auch irgendwie langweilig so allein. Du, ich verstehe dich doch, Elisabeth, aber du bist nicht allein. Du hast uns und wir sind sozusagen auch irgendwie deine Familie. Das ist nett, Jessica, danke, aber... Klar leben wir anders als du, aber Maxi gehört definitiv zu deiner Familie und du bist Maxis Oma. Ja. Also, gut, ja, kann euch ja nicht im Stich lassen. Aber Moment. Jessica, eine Bedingung. 2 Putztage die Woche bleiben und gegen frische Blumen und ein bisschen Gebäck hätte ich auch nichts anzuwenden. Geht klar. Jetzt sitzen wir schon seit einer Ewigkeit hier und keiner kommt und sagt mir was. Soll ich noch mal nachfragen? Ach, Bella, du kennst die Antwort. Auskünfte nur an direkte Familienangehörige. Heute Morgen habe ich zu Frank noch gesagt, wozu soll so ein Trauschein gut sein? Und jetzt? Ich verstehe das gar nicht, Bella. Frank war so voller Energie, er hat sich gefreut, er war so lebendig. Und die Ärzte haben ja auch gesagt, dass er sich wegen seines Herzens keine Sorgen mehr machen muss. Haben Sie nicht auch gesagt, dass er noch irgendwas an der Lunge hat? So ein Spannungspneumothorax oder sowas? Und dass es lebensgefährlich ist. Alles war gut, wir waren so glücklich und plötzlich bricht er zusammen. Heute Morgen haben wir uns noch gesagt, wie sehr wir uns lieben und wie glücklich wir miteinander sind. Das werdet ihr auch wieder sein. Und wenn nicht, Bella? Wenn Sie Frank nicht retten können? Mein Gott, das Leben kann so schnell vorbei sein. Bella, wenn Frank das nicht schafft, wie soll ich denn leben ohne ihn?